Jetzt möchte ich ein bisschen spezifischer darauf eingehen, wie Suchterkrankungen jetzt tatsächlich auch behandelt werden können und welche Faktoren Suchterkrankungen fördern und welche Faktoren vielleicht präventiv wirken könnten bezüglich Suchterkrankungen. Hier noch eine Werbung zum Auflockern nach dem Mittagessen. Das ist eine Werbung für Amphetamine, eine Originalwerbung von 1946. Amphetamine sind Drogen, die so ähnlich funktionieren wie Kokain, sind auch in den meisten Ländern der Welt verboten. Und Benzedrin, das sehen Sie hier, war eines der ersten Amphetamine, die es gegeben hat. Amphetamine sind rein synthetische Drogen, also während Kokain und Heroin zumindest einen natürlichen Ursprung haben, aber deswegen auch nicht besser sind, sind also Amphetamine von vornherein, werden die im Labor synthetisch hergestellt, wirken wie gesagt kokainähnlich. Und das ist eine Werbung für depressive Frauen in der Menopause. Und Sie können das aus der Ferne nicht lesen, aber hier steht eben, wenn Sie auch eine Frau sind, die eben keine Energie mehr hat und depressiv ist und sich den ganzen Tag schlapp und müde fühlt, dann nehmen Sie doch Benzedrin. Ja? Auch übrigens Amphetamine werden auch Speed genannt. Und dann fühlen Sie sich wieder fit und vital und können das Leben wieder angehen sozusagen. Ja? Und dazu passend sehen Sie ein Bild von einer braven Hausfrau, die quasi den Esstisch schmückt mit netten Blumen, damit, wenn der Mann nach Hause kommt, er sozusagen nicht nur ein gutes Essen bekommt, sondern auch nette Blumen den Tisch decken. Das ist übrigens ein Missverständnis zwischen Frauen und Männern, dass Frauen glauben, dass wenn wir Männer hungrig sind, es uns kümmert, ob Blumen am Tisch stehen. Gell? Aber, ja. Okay. Ja, warum 1946? 1946 deshalb, weil während des Zweiten Weltkrieges wurde Benzedrin in England und Amerika an den Soldaten ausgeteilt. Ja, die standen also zum Teil unter Drogen. Warum? Benzedrin bewirkt ja, dass man keine Müdigkeit fühlt. Das heißt, der Körper ist trotzdem müde, aber man spürt diese Müdigkeit nicht und kann sozusagen Tag und Nacht durchmarschieren mit schwerem Rucksack, mit Waffen. Und Benzedrin macht wie alle Amphetamine ein bisschen aggressiver, was natürlich im Krieg auch immer erwünscht ist, dass die Soldaten aggressiver sind, als sie es vielleicht sonst von Natur aus wären. Und deswegen wurde Benzedrin an englischen und amerikanischen Soldaten ausgegeben. Die Deutschen waren jetzt auch nicht viel besser, weil die haben halt ihren Soldaten Crystal Meth gegeben, also Pervitin hat es damals geheißen. Heute sagen wir dazu Crystal Meth. Und als dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist dieser Markt eingebrochen. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg brauchten die Soldaten sozusagen keine Drogen mehr. Und die Firmen, die diese Substanzen hergestellt haben. Gut, die deutschen Firmen gab es nicht mehr, die wurden bombardiert, das heißt Benzedrin wurde kaum mehr hergestellt, aber Amphetamine, Pervitin wurde nicht hergestellt, aber Benzedrin wurde nach wie vor in England und Amerika hergestellt und man hat sich gedacht, gut, wenn wir keine Soldaten mehr haben, denen wir das verkaufen, dann verkaufen wir es halt an depressiven Frauen und deswegen diese Werbung von 1946. Auch später ist man auch da drauf gekommen, hoppala, das kann süchtig machen und kann zu allen möglichen Problemen führen und es wurde dann verboten. Gut, ein Wort zu Kindern und Jugendliche. Jetzt grundsätzlich bin ich kein Kinderpsychiater, also ich bin eigentlich kein Experte für Kinder, aber natürlich beschäftigen wir uns jetzt als Suchtmediziner mit dem Thema, warum Kinder und Jugendliche süchtig werden können. Und da gibt es 3 Themen, die ich jetzt als Spannungsfelder hier dargestellt habe. Das eine Thema ist Bedürfnisbefriedigung. Bedürfnisbefriedigung heißt, ich habe Hunger, und ich will jetzt was zu essen, nicht erst in 3 Stunden. Ja? Das sehen Sie bei kleinen Kindern, oder? Ich habe einen Sohn, der ist 5, wenn der Hunger hat, kann ich ihm nicht sagen, du, ich gehe erst einkaufen, dann koche ich und in 3 Stunden gibt es Essen. Ja? Sondern da will er jetzt was essen. Vielleicht kann ich sagen, in 10 Minuten, das geht vielleicht gerade noch. Aber einem Baby können Sie nicht einmal in 10 Minuten sagen. Wenn ein Baby schreit, weil es Hunger hat, müssen Sie ihm sofort was zum Essen geben. Das heißt, je jünger Kinder sind, desto schneller wollen sie, dass ihre Bedürfnisse, egal was es ist, Hunger, Durst, Spielen, Traurigkeit, also getröstet werden, das Bedürfnis getröstet zu werden, völlig wurscht, sogar Lulli zu machen, ja, desto schneller wollen sie, dass Bedürfnisse befriedigt werden. Und es ist ein Prozess der Reifung, dass wenn wir erwachsen sind, wir lernen, dass wir manche Bedürfnisse jetzt eben nicht befriedigen können, sondern uns gedulden müssen. Ja? Generell funktioniert in unserer Gesellschaft Erfolg auf diese Art und Weise. Nehmen Sie ein Beispiel, Sie wollen eine tolle Ausbildung machen. Ja? Dann dauert das viele, viele Jahre. Sie müssen viele Jahre fleißig in eine Schule gehen oder an eine Universität. Sie müssen viele Jahre lernen. Sie müssen auf vieles verzichten, ja? Damit Sie irgendwann einmal in ein paar Jahren einen Abschluss für Ihre Ausbildung bekommen und hoffentlich damit belohnt werden, dass Sie dann vielleicht eine tolle Arbeit bekommen aufgrund Ihrer Ausbildung zum Beispiel. Ja, oder Anerkennung bekommen. Das heißt, Erfolg heißt ein Stück weit,
auf die momentane Bedürfnisbefriedigung verzichten zu können. Das ist übrigens nicht nur in der Arbeit so, das ist auch in Beziehungen so. Ja? In einer Beziehung kann man auch nicht vom Partner oder Partnerin verlangen, dass jedes Bedürfnis sofort erfüllt wird, sondern man muss manchmal schauen, welche Bedürfnisse hast du, welche habe ich, wo ist der gemeinsame Nenner und diesen Teil können wir angehen. Ja? Der Rest muss halt warten. Oder man sagt, okay, einmal komme ich deinen Bedürfnissen nach, ein anderes Mal kommst du meinen Bedürfnissen nach. Das heißt, auch eine erfolgreiche Beziehung ist dadurch geprägt, dass wir lernen, nicht alle Bedürfnisse sofort befriedigen zu können. Das nennt man Aufschub an Bedürfnisbefriedigung. Ja, dazu komme ich noch. Aber das ist das eine Thema, mit dem Kinder und Jugendliche sehr viel zu tun haben. Wie schnell werden meine Bedürfnisse befriedigt? Und solche Sachen wie das Internet zum Beispiel symbolisieren ja, alle deine Bedürfnisse können sofort befriedigt werden. Verstehen Sie? Also im Internet brauche ich nicht warten, bis morgen ein Geschäft aufsperrt, damit ich mir Schuhe kaufe. Sondern im Internet kann ich sie mir sofort kaufen, die Schuhe. Ich bekomme es zwar per Post erst in 3 Tagen, aber ich habe es jetzt schon gekauft, habe jetzt schon eine Vorfreude. Ja? Oder im Internet brauche ich nicht warten, bis ich jemanden finde, mit dem ich Sex haben kann, sondern scheinbar kann ich virtuell jetzt sofort Sex haben. Ja? Und das gilt für alle möglichen Dinge. Ja? Ich brauche nicht warten, bis ich Freunde treffe, sondern ich kann sofort nachschauen, was gibt es bei denen Neues und so weiter. Das Internet suggeriert uns, alle Bedürfnisse kannst du jetzt sofort stillen und auch gleichzeitig. Ich kann zum Beispiel auf der Toilette sitzen, ist auch ein Bedürfnis, ja, und gleichzeitig Schuhe kaufen. Das ist doch toll, oder? Das geht normalerweise nicht. Ne? Also Sie können scheinbar sogar mehrere Bedürfnisse gleichzeitig erfüllen. Und das ist eines der Gründe, warum gerade für junge Menschen das Internet so verlockend ist. Ja? Sofort und gleichzeitig anscheinend alle Bedürfnisse abdecken zu können. Auch Bedürfnis nach Trost. Ich brauche nicht mehr zu Mama und Papa gehen, dass die mich trösten, sondern im Internet habe ich 700 Friends, die mich trösten. Ja? Auch das Bedürfnis nach Aggression. Ja? Ich brauche nicht erst jemanden finden, der schwächer ist wie ich, den ich mobben kann, sondern im Internet finde ich schon jemanden, den ich mobben kann, mit einer anderen Gruppe zusammen. Also scheinbar können wir alle unsere Triebe und Bedürfnisse relativ rasch ausleben. Das macht das Internet so verführerisch. Ein zweiter Punkt ist das Thema Abhängigkeit, ganz generell. Kinder sind ja sehr, sehr abhängig. Je jünger sie sind, desto mehr. Zum Beispiel ein Baby ist ja fürs Überleben abhängig von seinen Eltern oder nahen Bezugspersonen. Ein Baby kann ja alleine gar nicht überleben. Das heißt, das ist die ultimative Abhängigkeit. Ja? Es ist nicht Sucht, weil Sucht ist eher eine Erkrankung, sondern es ist eine natürliche, normale Abhängigkeit von Eltern bei Kindern. Je älter Kinder werden, desto selbstständiger werden sie, das ist ja auch gut und gesund. Und irgendwann in der Pubertät wollen sie auch aus dieser Abhängigkeit heraus. Das ist ja auch grundsätzlich wichtig, nämlich um die eigene Identität zu erfahren und zu erspüren. Ne? Wenn ich mich aus einer Abhängigkeit nicht löse, werde ich nie wissen, wer bin ich und wer bist du. Also was sind meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse? Das werde ich nie unterscheiden können. Ich muss mich also aus der Abhängigkeit von Bezugspersonen ein Stück weit lösen. Das ist an sich was Gesundes, damit ich eine Identität wahrnehme. Das Problem bei Kindern ist, dass sie manchmal sich aus einer Abhängigkeit lösen, nämlich von den Eltern, und in eine andere hineinstürzen. Und auch das wird durchs Internet bedient. Das Internet gibt jedem Jugendlichen eine Peer Group. Egal, was ich für Interessen habe, ob ich gerne einkaufe, ob ich gerne Computer spiele, ob ich gerne über irgendeinen Blödsinn mich unterhalte, völlig wurscht, was ich für Interessen habe. Ich finde sofort im Internet eine Peer Group, die meiner Meinung ist und die meine Interessen teilt. Das heißt, scheinbar kann ich mich leicht von der Abhängigkeit der Eltern lösen, weil ich sofort eine andere virtuelle Gruppe finde, die mich spannend findet oder die meiner Meinung ist und die mich auch trösten kann zum Beispiel, scheinbar trösten kann. Das ist der Grund, warum das Internet auch so verführerisch ist und scheinbar gibt mir das Internet ja auch eine Identität. Na, wenn ich ein guter World of Warcraft Spieler bin, ja, dann habe ich zwar eine virtuelle Identität, nämlich ich bin irgendwann ein tolles Monster, aber wenigstens habe ich eine Identität. Ja, im echten Leben wissen viele 13-, 14-Jährige nicht, wer bin ich eigentlich. Aber im Computerspiel ist es ganz klar, wer ich bin. Und ich werde auch respektiert für das, wer ich bin. Nämlich zumindest von meiner Community werde ich respektiert. Und der dritte Punkt ist das Thema Beziehung. Wir sind ja, habe ich vorhin schon mal gesagt, Rudeltiere. Es klingt sehr animalisch, mir fällt einfach kein besseres Wort dafür ein. Wir sind Rudeltiere. Das heißt, wir brauchen Beziehung wie einen Bissen Brot. Wir können ohne Beziehung nicht leben. Ja? Und Beziehung ist ja was wahnsinnig Anstrengendes. Damit meine ich jetzt nicht nur die Beziehung zum Ehemann oder Ehefrau, das ist sowieso anstrengend, aber auch andere Beziehungen, ja? Zu Freunden, zu Schulkollegen, zu Arbeitskollegen. Das sind alles Beziehungen, zu Nachbarn, ja, die wahnsinnig anstrengend sein können manchmal. Ja?
und die oft auch durch Frust getragen sind. Ja, nehmen Sie an, ich habe jetzt einen Tag frei, will mich mit Freunden treffen und alle meine Freunde sagen, tut mir leid, wir haben keine Zeit. Ja, natürlich fühle ich mich ein Stück weit zurückgestoßen. Also das heißt, und all diese Dinge gibt es im Internet scheinbar nicht. Ich kann um 3 in der Früh irgendwelche Leute suchen zum Quatschen. Ich finde immer Leute zum Quatschen. Ich kann sogar Leute suchen, die genau meiner Meinung sind. Ja, und finde im Internet auch um 3 in der Früh Leute, die genau meiner Meinung sind. Das heißt, auch das Internet ist da verführerisch, weil es scheinbar jederzeit und einfach mir Beziehungsangebote macht. Ja? Gut, gehen wir mal zum ersten Thema, zum Thema Bedürfnisbefriedigung. Ich habe Ihnen gesagt, Kinder möchten möglichst schnell ihre Bedürfnisse befriedigt haben. Da gibt es ein sehr bekanntes Experiment namens Marshmallow-Test. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Walter Mischel, ein Jude, der im Rahmen von Nazi-Deutschland geflohen ist und dann in Amerika Psychologe war, hat dieses Experiment erfunden. Und das sind jetzt nicht Originalbilder vom Originalexperiment, sondern das Experiment wurde später viele Male wiederholt und das sind Bilder sozusagen aus den 80er Jahren. Man nimmt ein 4-jähriges Kind, setzt es im Kindergarten, wo das Kind ist, also in der gewohnten Umgebung, im eigenen Kindergarten, an einen Schreibtisch und legt ihm auf einen Teller ein Marshmallow. Sie wissen, amerikanische Kinder mögen Marshmallows. Ja? Das mögen zum Beispiel österreichische Kinder nicht so sehr. Die würden halt ein Kinderüberraschungsei essen. Auf jeden Fall, in jeder Kultur gibt es irgendeine Süßigkeit, die Kinder besonders mögen. In Amerika sind es die Marshmallows. Und man setzt dem Kind einen Teller mit einem Marshmallow vor. Und zwar von der eigenen Kindergärtnerin. Das Kind soll sich grundsätzlich wohlfühlen in der Atmosphäre. Ja? Und die Kindergärtnerin sagt dem Kind, pass auf, ich gehe jetzt raus aus dem Zimmer und ich komme bald wieder. Wenn du wartest, bis ich wieder zurück bin und das Marshmallow noch nicht gegessen hast, dann bekommst du 2. Dann kannst du 2 essen. Wenn du aber während ich rausgehe diesen Marshmallow isst und ich komme zurück und du hast es gegessen, dann kriegst du keinen 2. Okay? Gemeinerweise nimmt man Kinder nicht nach dem Frühstück, sondern kurz vor dem Mittagessen, wenn sie Hunger haben. Gut, jetzt geht die Kindergartentante raus, gemeinerweise kommt sie nicht wieder. Ja? Das heißt, die Kinder sitzen dort und warten, dass die Tante kommt. Und es ist die Frage, wann verliert das Kind die Geduld? Wann schafft das Kind nicht mehr auf die Kindergärtnerin zu warten, sondern isst diesen Marshmallow, wissend, dass er dann nur eines hat und nicht 2. Ja? Das ist ein klassisches Experiment, weil das Kind sozusagen einerseits schon mit 4 Jahren versteht, 2 Marshmallows sind besser wie 1. Aber dafür muss ich eben diesen Aufschub an Bedürfnisbefriedigung aushalten. Ja? Und Sie sehen jetzt Bilder von diesem Experiment. Sie sehen, das Kind versucht zuerst an etwas anderes zu denken, ja? Dann versucht es sich abzulenken, von diesem Marshmallow, der vor ihm am Teller sitzt. Ja? Das ist ja ziemlich gemein. Ja? Und dann nimmt er das Marshmallow in der Hand und fängt an zu verhandeln. So, wenn ich es esse, dann wird es gut schmecken. Und zuerst beiße ich da rein und dann beiße ich da rein. Ja? Aber da wissen Sie schon, da hat er schon verloren. Ne? Und Sie sehen, es tut richtig weh. Es tut den Kindern richtig weh, obwohl sie Hunger haben, auf diese Bedürfnisbefriedigung zu verzichten. Ja, und das kennen wir alle von uns. Es tut richtig weh. Das ist richtig ein psychic ache, also ein seelischer oder ein psychischer Schmerz, den das Kind aushalten muss. Ja? Und was hat der Walter Mischel gemacht? Er hat quasi bei diesen Kindern die Zeit gemessen, wie lange haben sie Geduld, bevor sie das Marshmallow essen. Irgendwann isst es jeder. Also jedes 4-jährige Kind hat irgendwann den Punkt erreicht, wo er so viel Hunger hat, wo das dann isst. Und die Kindergärtnerin kommt dann erst rein. Ne? Das Kind weiß es natürlich nicht. Das Kind wird ja beobachtet, aber es weiß es nicht. Und da hat der Walter Mischel festgestellt, dass sozusagen die Kinder, die sehr ungeduldig sind, oft nach 1-2 Minuten schon diesen Marshmallow essen. Und Kinder, die viel Geduld haben, die schaffen es oft 10 Minuten, 15 Minuten, obwohl sie Hunger haben und dieser Marshmallow vor ihnen liegt, es nicht zu essen. Ja? Und was hat er gemacht? Der hat dann 20 Jahre später diese Kinder nochmal aufgesucht, mit seinem Team von Psychologen. Da waren die Kinder 24. Und hat dann geschaut, wie leben diese Menschen, die 24-Jährigen. Ja? Welche Berufe haben sie ein Familienleben, sind sie glücklich oder nicht. Ja? Und Sie werden es schon ahnen, leider kann man das mit 4 Jahren schon mit relativer Sicherheit vorhersagen. Zu 80% war es so, dass die Kinder, die mit 4 Jahren viel Geduld hatten, also diese Bedürfnisbefriedigung, diesen Aufschub lange ausgehalten haben, die waren zu 80% mit 24 Jahren erfolgreicher, und zwar laut eigenen Ermessen. Also ich meine mit Erfolg jetzt nicht Geld oder ein tolles Auto,
sondern egal, was dem wichtig war, dort war er erfolgreich. Wenn es in der Beruf wichtig war, war er beruflich erfolgreich. Wenn ihm Familie wichtig war, dann hat er ein erfolgreiches, glückliches Familienleben gehabt. Wenn ihm Freunde wichtig waren, dann hat er viele gute Freunde gehabt. Also je nachdem, was der subjektiv für Ziele im Leben hatte, die konnte er eher erreichen, als die Kinder, die mit 4 Jahren schon, sobald die Kindergartentante aus dem Zimmer geht, das Marshmallow essen. Das heißt, ob wir es schaffen, eben unsere Bedürfnisse aufzuschieben und nicht sofort zu erfüllen, macht einen wesentlichen Beitrag, ob wir erfolgreich sind später im Leben oder nicht. Und das Internet verhindert genau das. Das Internet gaukelt unseren Kindern vor, ihr könnt jedes Bedürfnis sofort erfüllen. Ihr braucht nicht warten. Ja? Und das ist natürlich Gift für unsere Kinder, weil unsere Kinder lernen nicht, Bedürfnisse aufzuschieben. Sie lernen nicht, und zwar nicht nur, wenn es ums Essen geht, Essen ist ja egal, ja, aber sie lernen auch nicht in Beziehungen oder in Ausbildungen, in der Schule, in der Arbeit. Eben, sie verstehen das nicht, dass sie manchmal Bedürfnisse nicht erfüllen können, weil sie durchs Internet immer wieder gelernt haben, ich kann anscheinend jedes Bedürfnis sofort erfüllen und brauche mich dafür auch nicht anstrengen. Ja? Ich will jetzt nicht zu fatalistisch sein. Natürlich gibt es Kinder, die mit 4 Jahren das nicht gut können, aber dann lernen. Das ist ja das Gute an Kindern, sie sind sehr flexibel. Man kann Kinder dann gezielt fördern und schauen, wo hast du deine Defizite und dort fördere ich dich. Sodass auch Kinder, die mit 4 Jahren das gar nicht gut hinbekommen, trotzdem natürlich lernen können und später dann vielleicht mit 6 Jahren, mit 7 Jahren einen guten Bedürfnisbefriedigungsaufschub leisten können. Aber das ist dann etwas, wo Kinder dann gezielt gefördert werden müssen. Das ist nicht etwas, was Kinder dann von sich aus dann locker lernen können. Ja? Und wenn wir warten, bis die Menschen erwachsen sind, dann ist es noch mal viel schwieriger, dass sie das lernen. Ja? Es ist für einen 18-Jährigen, der seine ganze Jugend im Internet verbracht hat, viel schwieriger, ein schwieriges Studium zu studieren, weil das natürlich bedeutet, dass ich heute eben nicht Fußball spielen gehe und ins Kino gehe, sondern obwohl schönes Wetter ist, ich zu Hause sitze und lerne. Ja? Und da tun sich viele heutigen 18-Jährigen schwerer, wie es früher war. Das ist übrigens der Walter Mischel. Dieses Experiment hat nicht nur er gemacht, das Experiment wurde weltweit in so ziemlich jeder Kultur hunderte Male wiederholt und es ist leider überall ungefähr das gleiche Ergebnis rausgekommen. Verstehen Sie? Das heißt, eigentlich müssten wir nach diesen Prinzipien unsere Kinder in der Schule bilden. Wir müssten uns anschauen, wo haben sie denn ihre Defizite und dort sie gezielt fördern, statt 20 Kinder oder 30 Kinder in eine Schulklasse zu stecken und sagen, jetzt muss jeder das selber lernen. Nämlich heute Geografie, morgen Englisch, übermorgen Maths. Ja? Das ist wahrscheinlich Quatsch, wenn ich mich so weit rauslehnen darf als Nicht-Bildungsexperte. Jetzt kommen wir zu dem Thema Identität. Ich habe vorher schon über die Suche nach Identität gesprochen, dass Jugendliche natürlicherweise, speziell im Rahmen der Pubertät, ihre Identität suchen und sich dafür aus der Abhängigkeit der Eltern hinausbegeben müssen. Das ist an sich normal, nur leider ist es so, es ist einfacher, eine Abhängigkeit durch eine Abhängigkeit, andere Abhängigkeit abzulösen, als ganz wegzukommen von der Abhängigkeit. Das ist auch bei Substanzen so. Es ist leichter, wenn ich heroinsüchtig bin, nachher schlafmittelsüchtig zu sein, als ganz ohne Sucht zu leben. Ja? Und das passiert leider, in diese Falle tappen viele junge Menschen. Also sie lösen sich aus der Abhängigkeit der Eltern und rutschen automatisch in die Abhängigkeit zum Beispiel von Nikotin, ja? Oder Abhängigkeit von Alkohol oder jetzt eben vom Internet. Ja? Aber das ist eine Gefahr, die Kindern droht. Und in Wirklichkeit steckt dahinter die Beziehungssuche. Also wenn wir verstehen, dass wir Beziehungswesen sind, dann brauchen wir echte Beziehungen. Wir brauchen vor allem wohlwollende Beziehungen. Wohlwollend heißt aber, dass man sich dadurch nicht abgewertet fühlt. Und das ist ja dann das Dilemma in den Kinderzimmern. Die Kinder spielen Computer, die Eltern kommen rein, meinen es gut mit dem Kind und sagen, jetzt hör endlich mit dem blöden Computerspiel auf. Verstehen Sie? Das ist nicht wohlwollend. Zumindest versteht das Kind das nicht wohlwollend. Es ist vielleicht gut gemeint von den Eltern, ja? Aber das Kind denkt sich, die Mama oder der Papa, die verstehen gar nicht, was ich da tue. Weil wenn sie es verstehen würden, würden sie nicht sagen, dass das Spiel dumm ist. Ja? Außerdem, Sie wissen ja, wie das ist, wenn man das abwertet, was Menschen tun, nehmen Menschen das sehr persönlich und fühlen sich selber abgewertet. Das heißt, wenn man zu einem Kind sagt, hör auf mit dem dummen Computerspiel, dann versteht das Kind, du bist selber dumm. Verstehen Sie? Und wenn Sie zu einem Kind sagen, du bist dumm, dann wird dieses Kind aus der Beziehung aussteigen. Ja, das Kind wird sich irgendwann denken, nein, du bist selber dumm, ich bin nicht dumm. Ja? Das heißt also, wenn man will, dass die Kinder vom Computer wegkommen, kann man ihnen nur wohlwollende Beziehungsangebote machen. Das heißt, nein, das Computerspiel ist nicht dumm. Und du bist auch nicht dumm. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, eigentlich suchen die Jugendlichen, die jungen Menschen Beziehung, und glauben, sie finden das im Internet scheinbar.
Nur sind das ja im Internet eigentlich Pseudobeziehungen. Warum sind es Pseudobeziehungen? Das Wesen einer echten Beziehung ist, dass ich nicht austauschbar bin. Verstehen Sie? Also ich bin zum Beispiel für meinen Sohn nicht austauschbar. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach morgen sagen kann, du hast einen anderen Papa, bitteschön. Oder du hast eine andere Mama, bitteschön. Das geht nicht. Man ist nicht austauschbar. Das ist das Wesen der Beziehung, dass man nicht austauschbar ist. Im Internet ist man auf ganz brutale Weise austauschbar. Verstehen Sie? Egal, was ich tue, wenn ich einer von 790 Friends bin von jemandem auf Facebook und ich sage irgendwas, was ihm nicht gefällt, dann klickt er mich einfach weg, dann bin ich nicht mehr sein Friend auf Facebook. Dafür findet er am selben Tag 7 andere Friends, die genau seiner Meinung sind auf Facebook. Das heißt, ich bin im Internet sehr austauschbar. Und deswegen sind es keine echten Beziehungen. Deswegen gibt es so etwas wie virtuelle Beziehungen aus meiner Sicht nicht, weil ich austauschbar bin. Was anders ist es bitte, wenn ich jetzt mit Menschen, die ich sehr, sehr gut kenne im echten Leben, ja, eine Zeit lang mich nur virtuell unterhalte. Zum Beispiel nehmen wir an, man kennt jemanden gut und aus beruflichen Gründen geht der nach Amerika, ja, dann kann es schon sein, dass es durchaus einfach ist, über virtuelle Medien, über soziale Medien mit dieser Person in Kontakt zu bleiben. Das kann schon Sinn machen, in der Hoffnung, dass man sich dann wieder begegnet persönlich. Aber eine Beziehung ausschließlich quasi im Internet zu führen, das ist aus meiner Sicht nicht möglich, weil man austauschbar ist. Und deswegen werden diese Bedürfnisse nach Beziehung auch nie wirklich befriedigt. Also wenn Sie sich Kinder anschauen oder Jugendliche, die viel im Internet sind, die fühlen sich zwar subjektiv vielleicht nicht einsam in dem Moment, aber sobald sie den Computer abdrehen, spüren die Jugendlichen eine Leere in sich. Sie können es nicht benennen. Sie sagen nicht, Mama, ich bin einsam, weil sie es nicht benennen können, aber es ist eine Leere in ihnen. Und deswegen wollen sie den Computer auch gar nicht abschalten. Die wollen gar nicht am Abend abschalten und ins Bett gehen, auch wenn sie noch so müde sind. Weil in dem Moment, in dem sie den Computer abschalten, fühlen sie diese innere Leere. Und das ist bei normalen Beziehungen nicht so. Verstehen Sie? Wenn ich eine Beziehung habe, zum Beispiel jetzt zu meinem Sohn, dann kann mein Sohn in den Kindergarten gehen und mich 5 Stunden nicht sehen. Er wird sich deswegen trotzdem nicht leer und einsam fühlen. Ja? Weil er ein Stück von mir in sich mitträgt. Das heißt, wenn wir mit jemandem in Beziehung sind, dann internalisieren wir diese Beziehung. Das heißt, ich führe die Personen, mit denen ich in Beziehung bin, ein Stück weit immer mit mir. Ja, Sie kennen das. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Großvater hat immer gesagt, ja, der Großvater, der ist schon längst tot, der ist gar nicht mehr da. Aber man hat ihn internalisiert. Er braucht doch eigentlich gar nicht mehr da sein. Er braucht nicht da sein, weil ich habe ihn schon internalisiert. Verstehen Sie, der Großvater hat immer gesagt, ja, eigentlich sage es ja ich jetzt. Und das passiert aber im Internet nicht. Im Internet passiert diese Internalisierung von Beziehung nicht. Das heißt, die Kinder fühlen sich nicht einsam, solange sie tatsächlich beschäftigt sind mit dem Computerspielen oder mit dem Twittern. Aber in der Sekunde, in der sie es abdrehen, ist die Beziehung weg. Ja? Und dann kommt plötzlich die Einsamkeit. Deswegen wollen sie nicht raus aus dem Internet. Das heißt, dieses Beziehungsthema wird nie ganz befriedigt und bleibt damit immer sozusagen ein Stück weit unbefriedigt. Jetzt komme ich zu den Phasen der Behandlung. Gut, jetzt haben wir nebenan verstanden, was alles zu Sucht führen kann. Ja? Also ein Defizit an Beziehung, ein Defizit an Identität, ein Defizit an Bedürfnisbefriedigung, das alles kann in die Sucht führen. Jetzt ist die Frage, wie behandeln wir? Das erste Thema ist einmal, jemand braucht eine Motivation zur Suchtbehandlung. Suchtbehandlung ist normalerweise etwas wahnsinnig Anstrengendes. Es ist nicht leicht, von Alkohol wegzukommen. Das ist Quatsch, wenn irgendwer sagt, man muss nur stark sein und dann aufhören zu trinken, weil es ist nicht gesund. Ja, das ist Quatsch. Ja, wenn das so einfach ginge, hätten wir auf der Welt keine Alkoholiker. Ja? Sondern das ist meistens unendlich anstrengend für die Person. Ja? Weil all diese Konflikte, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, mit Beziehung, Identität und Bedürfnisbefriedigung, die werden dann aktuell auf einmal, ja, wenn ich aus der Sucht aussteigen will. Das heißt, es ist was wahnsinnig Anstrengendes. Und dafür muss jemand erst einmal die Motivation finden. Und dann kommt gemeinerweise hinzu, dass genau dort, wo Motivation herkommt, nämlich dem Dopamin, ja der Süchtige ein Problem hat. Verstehen Sie? Der hat genau in seinem Belohnungs- und Motivationssystem ein Problem. Und jetzt soll er ohne Suchtmittel sich motivieren, ein Leben zu führen. Ja, er soll sich motivieren, ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne Internet zu leben. Das fällt ihm besonders schwer, weil er gerade beim Dopamin ja ein Defizit hat, ein Problem hat. Verstehen Sie? Das heißt, es braucht einmal Motivation. Früher war es in der Suchtbehandlung so, da waren wir Suchtmediziner sehr elitär. Wir haben gesagt, wir sitzen an unserem Schreibtisch, wer super motiviert ist für eine Behandlung, der soll kommen, und wenn er nicht motiviert ist, dann auf Wiedersehen. Ja, den brauche ich nicht. Ja? Jeder ist selber verantwortlich für sich, gell? Und wenn er nicht motiviert ist, kann er gleich wieder nach Hause gehen. Das hat sich geändert. Wir haben verstanden, natürlich ist es die Verantwortung des Betroffenen, Motivation zu haben, sein Leben zu verändern. Aber es ist unsere Aufgabe, diese Motivation zu unterstützen.
Ja? Weil sonst passiert immer dasselbe. Die Leute sind am ersten Tag hochmotiviert. Ich will nie wieder trinken, Herr Doktor. Nie wieder will ich trinken. Ich will nie wieder rauchen. Nie wieder. Jetzt habe ich es verstanden. Ich rauche nie wieder. Ja? Aber schon am dritten Tag ist diese Motivation futsch. Und das hat viele Gründe. Das hat soziale Gründe, das hat psychologische Gründe, aber das hat eben auch mit dem Dopamin sogar biologische Gründe, warum die Motivation futsch ist. Und wenn wir das verstehen, müssen wir verstehen, dass es auch unsere Verantwortung als Suchtbehandler ist, diese Motivation aufrechtzuerhalten. Das heißt, dem Menschen Angebote zu machen, zum Beispiel ein Beziehungsangebot, ein sogenanntes therapeutisches Beziehungsangebot. Dieses Beziehungsangebot heißt, ich bin wohlwollend zu dir und du bist bei mir gut aufgehoben. Ja? Auf einer professionellen Ebene natürlich. Wenn ich nach Hause gehe, dann gehe ich nach Hause, dann nehme ich dich nicht mit nach Hause. Ja, ist kein Freund von mir, ja, der Patient. Aber in der Zeit, in der ich ihm zur Verfügung stehe, bin ich wohlwollend. Das heißt, es ist bei mir alles von ihm gut aufgehoben. Seine Traurigkeit, seine Geheimnisse, seine Wünsche, sein Dilemma, was immer er hat, das ist bei mir gut aufgehoben. Und im Großen und Ganzen ist er okay, so wie er ist, im Großen und Ganzen. Ja? Was nicht heißt, dass ich jede Tat billige. Ja, wenn der sagt immer, wenn ich betrunken bin, schlage ich meine Frau, sage ich nicht, ach, das ist in Ordnung, du bist gut, so wie du bist. Ja, das sage ich nicht. Aber grundsätzlich ist er bei mir gut, sozusagen wertschätzend aufgenommen. Und das ist also zum Beispiel ein Beziehungsangebot, das wir machen, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird nach Beziehung. Erst dann kann er die Finger vom Alkohol lassen. Verstehen Sie? Und das müsste man dann übertragen aufs Thema Jugendliche und Internet. Das heißt, wenn mich Eltern fragen, ja, was soll ich denn machen, wäre die erste Antwort, machen Sie ein Beziehungsangebot Ihrem Kind. Und das ist gar nicht einfach bei 17-Jährigen, ein Beziehungsangebot zu machen. Aber wenn es die Eltern nicht können, dann kann es niemand. Ja? Also Beziehungsangebot. Und Beziehungsangebot ist nicht ins Kinderzimmer gehen und sagen, jetzt schalt endlich dieses dumme Computerspiel ab. Das ist kein Beziehungsangebot. Sondern ein Beziehungsangebot würde bedeuten, ich gehe ins Kinderzimmer und sage, was spielst denn du da? Dann sagt er das. Sage ich, zeig's mir, das kenne ich nicht. Ich muss ja verstehen, was er tut. Ich bin ja Eltern, ne? Vater. Ich muss verstehen, was mein Kind da tut am Internet. Sage ich, zeig's mir. Und dann zeigt er mir irgendwas wahnsinnig Komplexes, was er im Internet tut. Dann sage ich, wow, was du alles kannst. Du kannst Dinge, die habe ich dir gar nicht beigebracht. Weil alles andere habe ich dir beigebracht, ja? Skifahren, Fahrradfahren. Aber das habe ich dir nicht beigebracht, das hast du selber gelernt. Wow, toll. Also man muss sich schon auch begeistern lassen von dem, was den Kindern interessiert und was sie können. Ich sage ein anderes Beispiel. Zu mir kommen Eltern und sagen, also jetzt habe ich extra so eine Sicherheitssoftware runtergeladen, wie Sie es empfohlen haben, damit mein Kind nur zu den Informationen im Internet kommt, die auch für Kinder sind. Ja, aber nicht auf pornografische Seiten oder sonst irgendwas kann. Ja, habe ich extra aus dem Internet so eine Software runtergeladen, kostet mich 20 € im Monat. Ja, und mein Sohn hat einen Weg gefunden im Internet, hat er gesucht im Internet und hat ein Programm gefunden, womit er dieses Programm neutralisieren kann. Ja, oder irgendeinen Trick gefunden, wie er dieses Programm ausschalten kann. Dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, wenn du so weiter tust, kommst du ins Gefängnis. Verstehen Sie? Ist ja logisch, ne? Weil wenn er jetzt schon anfängt, quasi Gesetze sozusagen zu brechen, Familiengesetze, dann wird er, wenn er 18 ist, wahrscheinlich Staatsgesetze brechen und dann landet er im Gefängnis. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich zu meinem Kind gehe und sage, wow, toll, was du alles kannst. Ich könnte das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich so eine Software umgehe oder ausschalte. Toll, wie du das gemacht hast, wie intelligent du bist. Ja, du kannst Dinge im Internet, die kann ich gar nicht. Zeig mir das mal, wie hast du das gemacht? Toll. Wenn du diese Intelligenz nützt für was Gutes, dann wird aus dir wirklich jemand werden. Ja, dann wirst du sehr erfolgreich sein in deinem Leben. Das heißt, zuerst muss ich einmal mit Wertschätzung zum Kind gehen. Ja? Und dann kann ich sagen, aber übrigens, es ist trotzdem nicht okay. Es ist nicht okay, es ist nicht das, was ich will. Und ich lasse es auch nicht zu. Das heißt nicht, dass ich nicht streng bin. Ich kann streng sein. Ich kann sagen, das lasse ich nicht zu. Das geht nicht. Aber ich kann auch wertschätzend streng sein. Verstehen Sie? Und das ist der Punkt, dass viele Eltern, zumindest die zu uns kommen, ich sehe natürlich nur die zu uns kommen, dass viele Eltern in ihrer Verzweiflung, das verstehe ich ja grundsätzlich, sehr abwertend werden. Die werden abwertend gegenüber dem Kind, gegenüber dem Internet, gegenüber dem Computer. Ja? Und alles, was das Kind macht, ist nur schlecht und Unsinn und blöd. Und stattdessen soll er Lateinvokabel lernen. Ich meine, wie soll das funktionieren? Ja? Also das heißt, man muss Menschen motivieren, dass sie zu einer Behandlung kommen. Und eine Suchtbehandlung, glauben Sie mir, ist eine Veränderung des ganzen Lebens. Verstehen Sie? Ein Alkoholiker ist nicht dann geheilt, wenn er aufhört zu trinken. Dann ist er nur abstinent. Vielleicht für 3 Tage, vielleicht für 30 Tage. Und das war's.
sondern Heilung, wenn es überhaupt so etwas gibt wie Heilung von Suchterkrankungen, wenn es überhaupt sowas gibt, dann heißt es, sein Leben zu verändern. Verstehen Sie? Ich würde übrigens gerne nicht über Heilung sprechen, weil Suchterkrankungen sind chronische Erkrankungen. Und in der Medizin haben wir gelernt, dass es viele chronische Erkrankungen gibt, die man nicht heilen kann, die man aber so im Griff bekommt, dass man ein gutes, normales Leben führen kann. Ja, es gibt auch Menschen, die mit einem chronischen Blutkrebs ein sehr gutes, langes Leben führen. Aber heilen können wir es trotzdem nicht, den Blutkrebs vielleicht. Ja? Okay, also Motivation. Der zweite Punkt ist die sogenannte Entgiftung. Entgiftung trifft natürlich nur auf jene Süchte zu, wo ich irgendeine Substanz zu mir führe, wie Alkohol, Nikotin, Heroin, Kokain und so weiter. Das heißt, der Körper muss mal lernen, ohne der Substanz überhaupt zurechtzukommen. Verstehen Sie? Das heißt zum Beispiel, der Kokainsüchtige muss lernen, ohne Kokain überhaupt wach zu sein. Der Kokain gibt mir sehr viel Energie. Wenn ich kein Kokain plötzlich nehme, dann fühle ich mich ständig müde und schwach. Der Körper muss erst lernen, wieder Energie zu mobilisieren ohne Kokain. Ja? Der Alkoholiker, da muss der Körper erst lernen, ohne Alkohol nicht zu zittern und zu schwitzen und epileptische Anfälle zu bekommen. Also diese wirklich sehr körperliche Behandlung, diese Entgiftung, die dauert meistens nicht lange. Die dauert beim Alkohol vielleicht 2 Wochen, bei Nikotin 3 Tage, bei Heroin vielleicht 5 Wochen. Und da geben wir oft zur Unterstützung Medikamente. Das heißt, wir geben Medikamente, die im Körper zum Beispiel den Alkohol ersetzen, aber nicht so giftig sind. Ja? Und diese Medikamente, die machen wir dann von Tag zu Tag weniger. Also wir schleichen sie langsam aus. Bis der Patient nach 2, 3 Wochen keine Medikamente mehr hat und auch keinen Alkohol. Verstehen Sie? Das heißt also, das kann man medikamentös unterstützen und natürlich bei Verhaltenssüchten wie Glücksspiel brauche ich das nicht. Ja? Der dritte Punkt ist die Entwöhnung. Entwöhnung heißt, das ist jetzt nichts mehr Medizinisches, da reden wir nicht von Medikamente, sondern Entwöhnung heißt, wie lernt der Mensch zu leben, ohne seiner Sucht nachzugehen. Verstehen Sie? Nehmen wir einen Heroinsüchtigen. Die meisten Heroinsüchtigen, die zu uns kommen, die leben auf der Straße. Das sind junge Menschen, die meistens obdachlos sind, meistens im kriminellen Milieu sind, weil man muss sich das Heroin auch irgendwie leisten, das ist sehr teuer, man muss fast kriminell werden, damit man sich das leisten kann. Die jungen Männer machen dann so Diebstähle und so, die jungen Frauen gehen auf den Straßenstrich, also prostituieren sich selbst, um das Geld für Heroin zu bekommen. So, jetzt machen die das schon seit Jahren. Ja? Und jetzt kommen die zu uns. Jetzt ist das eine zu sagen, jetzt nimm kein Heroin mehr, aber das andere ist, was machst du dann den ganzen Tag? Ja? Wo lebst du? Mit wem lebst du? Wer sind deine Freunde? Wo kannst du wertschätzende, wohlwollende Beziehungen bekommen? Wo kannst du auch einen Sinn im Leben erlangen? Wo ist deine Familie oder deine Arbeit oder was auch immer, das dir Sinn im Leben gibt? Ja? Und das passiert im Rahmen der Entwöhnungsbehandlung. Es ist also eine therapeutische Arbeit, man kann so sagen psychotherapeutisch, soziotherapeutisch, was auch immer, Beschäftigungstherapie, Arbeitstherapie und so weiter. Das dauert wesentlich länger wie die körperliche Entgiftung. Da ist die körperliche Entgiftung ist leicht dagegen. Ja? Das dauert wesentlich länger. Je nach Sucht dauert es von über den Daumen 6 Wochen bis einem Jahr oder 2 Jahre. Ja? Das heißt, das hängt sehr stark davon natürlich ab, wie ist sonst mein Sozialleben. Wenn ich sonst ein recht normales Sozialleben habe, dann ist das wenig Problem. Nehmen Sie zum Beispiel Raucher. Raucher haben meistens ein normales Sozialleben. Die haben Familie, die haben Kinder, die haben Beruf. Ja? Da fällt die Entwöhnung viel einfacher. Da muss man dann nur aufpassen, wie man sich schützt vor Rückfällen, wenn man lauter Freunde hat, die immer rauchen. Ja, wenn man mit denen auf dem Café sitzt und alle zünden sich eine Zigarette an, muss man sich überlegen, wie schaffe ich es, dass ich nicht rauche. Ja? Aber ansonsten ist der Rest kein Problem. Aber natürlich ein Heroin-Junkie, der die letzten 5 Jahre auf der Straße gelebt hat, für den ist es wirklich eine Herausforderung, nicht nur heroinfrei zu leben, sondern auch sein gesamtes Leben wieder von vorne anzufangen und wieder anzupacken. Das ist die Entwöhnung. Und wichtiger als das alles ist eigentlich die Behandlung nach der Behandlung. Das heißt, jetzt haben wir den behandelt und wieder nach Hause geschickt und gesagt, auf Wiederschauen, Sie sind sozusagen geheilt, ja, was gelogen ist. Aber jetzt ist die Frage, wie schafft er es, dass er nicht rückfällig wird? Verstehen Sie? Weil natürlich, wenn ich Raucher bin und ich habe in meiner Familie raucht jeder und meine Freunde rauchen alle, dann wird es nicht lange dauern, bis ich auch wieder rauche. Verstehen Sie? Oder nehmen Sie Alkoholiker. Wie viele Alkoholiker gibt es, die einen Freundeskreis haben, wo jeder zu viel trinkt? Ja? Sobald er seine Freunde trifft, werden alle trinken und werden sagen, geh, trink halt auch mit. Ja? Dann ist man asozial, wenn man nicht trinkt. Ja? Dann muss man trinken. Ja? Und fragen die Leute, ja, was soll ich denn für eine Ausrede nennen, dass ich jetzt nicht trinke? Ja, soll ich sagen, ich habe Krebs und darf deswegen nicht trinken? Ja? Wo ich mir denke, ist auch spannend, dass man heutzutage eine Ausrede braucht, um nicht zu trinken, statt eine Ausrede, um zu trinken. Am Vormittag meine ich. Also,
das ist eigentlich das ganz, ganz Wichtige. Das heißt, wir entlassen die Menschen nie einfach so und sagen, gehen Sie nach Hause, auf Wiedersehen, Sie sind geheilt, sondern wir kümmern uns darum, dass sich jemand um ihn kümmert, wenn er nicht mehr im Krankenhaus ist. Das können jetzt NGOs sein, also diese Nichtregierungsorganisationen, wie es sicher überall welche gibt. In Österreich haben wir ein gutes Netz an diesen Organisationen, die Alkoholberatungsstellen haben, oder Selbsthilfegruppen wie die anonymen Alkoholiker, die es weltweit gibt. Oder. Es gibt also viele, viele Einrichtungen, Vereine, private, staatliche, die sozusagen zu denen diese Menschen hingehen können. Ja? Und viele Patienten sagen mir, aber Herr Doktor, ich brauche das nicht, ich trinke ja nicht mehr. Ja? Aber das sind die ganz schnell wieder bei uns sind, weil sie rückfällig geworden sind. Ja? Also das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, auch nach der Suchtbehandlung noch weiter sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das Thema lautet ja nicht nur Alkohol, sondern das Thema lautet ja, wie bewältige ich mein Leben ohne der Sucht? Das ist ja das Thema eigentlich, das bei den anonymen Alkoholikern behandelt wird zum Beispiel. So etwas gibt es leider für Alkoholiker ganz gut, so etwas gibt es auch für Opiatsüchtige, also Heroinsüchtige zum Beispiel. Aber da gibt es ganz, ganz wenig, zum Beispiel für Jugendliche, die internetsüchtig waren. Gibt es ganz wenig Nachsorgeeinrichtungen, Einrichtungen, wo man sagt, da kann ich hingehen und treffe andere Jugendliche, die dasselbe Schicksal gehabt haben wie ich und auch eine Therapie gemacht haben, ja, und wo man sich austauschen kann. Das gibt es ganz wenig. Ja. Für Glücksspieler gibt es ein bisschen, ja, aber für viele Süchte gibt es das gar nicht. Ja. Aber das ist ganz, ganz wesentlich. Gut, ganz kurz noch zum sogenannten biopsychosozialen Modell. Ich weiß nicht, wie die Übersetzer dieses Wort übersetzen wollen, aber ich glaube, das Wort wird es auch in anderen Sprachen geben. Biopsychosozial, das ist sozusagen die moderne Medizin. Die moderne Medizin sagt, wir schauen nicht nur auf den Körper oder auf diesen Tumor oder auf diese Verletzung, sondern die moderne Medizin versteht, vor allem die Psychiatrie versteht, dass der Mensch ja ein soziales Wesen ist, also eingebettet ist in seiner Biologie, also zum Beispiel auch die Gene, aber auch ein psychisches Wesen ist und psychische Bedürfnisse hat, die man nicht alle nur mit den Genen erklären kann, aber auch eine soziale Umgebung hat, die ihn formt und die er formt. Und dieses biopsychosoziale Modell sagt jetzt über Süchte Folgendes. Einerseits gibt es die Droge. Das kann auch die Droge Internet übrigens sein. Ja? Da geht es sehr, sehr stark auch um biologische Aspekte. Die Frage ist, wie häufig konsumiere ich? Wie viel konsumiere ich? Konsumiere ich jeden Tag oder habe ich manchmal Konsumpausen? Es gibt zum Beispiel viele Menschen, die sagen, wenn ich mal 2 Wochen viel Alkohol getrunken habe, dann schaue ich, dass ich 2 Wochen gar nichts trinke. Das ist sehr gescheit. Ja? Das können wir im Internet auch machen. Wir können sagen, wenn du eine Phase hast, wo du sehr viel Internet spielst, ja, dann machen wir mal einen Urlaub ganz ohne Internet. Da hast du 2 Wochen gar kein Internet. Das ist sehr gescheit. Ja? Das ist so etwas wie eine kleine Entgiftung. Ja? Aber das heißt, die Droge hat eine Wirkung, auch eine biologische Wirkung auf das Belohnungssystem. Es ist die Frage der Konditionierung, das ist ein Begriff aus der Psychologie, aus der Verhaltenstherapie. Das bedeutet, dass ich sozusagen, wenn ich etwas immer in einer bestimmten Situation tue, diese Situation auch mit dieser Droge verbinde. Ich sage ein Beispiel, wenn jemand immer in einem bestimmten Gasthaus sitzt und Alkohol trinkt mit seinen Freunden, dann kann er in diesem Gasthaus gar nicht sitzen und Wasser trinken, das schafft er gar nicht. Sondern er muss das Restaurant wechseln. Verstehen Sie? Das ist Konditionierung. Dann spielen so Themen eine Rolle wie Suchtgedächtnis. Es gibt manche Suchterkrankungen, die merkt sich das Gehirn leider sehr, sehr gut. Viele Raucher sagen das. Viele Raucher sagen, ich habe selber aufgehört zu rauchen, habe 10 Jahre gar nichts geraucht und dann bin ich unvorsichtig geworden. Dann habe ich mal eine Zigarette geraucht, weil ich mir dachte, jetzt habe ich 10 Jahre nichts geraucht, was soll mir passieren? Eine Zigarette. Ja? Und ab dem nächsten Tag habe ich wieder genauso geraucht wie früher, wie wenn ich nie aufgehört hätte zu rauchen. Das ist Suchtgedächtnis. Das heißt, das Gehirn merkt sich leider die Sucht und es kann sein, dass wenn ich wieder konsumiere, wenn ich auch nur eine kleine Menge konsumiere, dass ich wieder voll hineinfalle in diese Sucht. Ja? Das ist aber nicht bei jeder Sucht so. Das ist bei manchen Süchten so. Und das ist auch nicht bei jedem Menschen so, das ist bei manchen Menschen so. Und Genetik spielt leider auch eine Rolle. Da ist die Welt auch nicht gerecht, was die Medizin anbelangt. Wir Menschen neigen zu manchen Erkrankungen und zu anderen neigen wir nicht. Und da ist jeder anders. So wie der eine eher dazu neigt, Darmkrebs zu bekommen und der andere eher dazu neigt, Lungenprobleme zu bekommen, so gibt es auch Menschen, die eher zu Suchterkrankungen neigen. Ja, also es gibt schon auch eine genetische Prädisposition. Dann haben wir das Individuum, also das Thema Psyche. Ja? Beim Thema Psyche sind so Themen wie, warum konsumiere ich?
konsumiere ich vielleicht, weil ich irgendein Problem habe und versuche, mich selbst zu behandeln. Ich sage ein Beispiel, vielleicht bin ich ein sehr ängstlicher Mensch, ja, und jedes Mal, wenn ich auf so einer Bühne stehen muss, fange ich an zu schwitzen und zittern. Also trinke ich vorher 2 Gläser Rotwein, weil das beruhigt mich und dann kann ich auf die Bühne vor Ihnen treten und gescheit daherreden. Ja. Wenn ich sozusagen das Suchtmittel als Werkzeug einsetze, um damit irgendein Defizit auszugleichen, dann wird es natürlich sehr gefährlich. Oder nehmen Sie Schlafen. Viele Leute sagen, ich kann nicht schlafen, aber wenn ich 3 Gläser Rotwein trinke oder einen Joint rauche, ja, oder meine Schmerzmittel nehme, kann ich besser schlafen. Das stimmt auch, das wird auch so sein. Aber sobald ich diese Mittel dann quasi als Werkzeug benutze für ein Defizit, das ich habe, wird es gefährlich. Weil das Gehirn und der Körper lernen, ohne diese Droge kann ich gar nicht mehr richtig funktionieren. Ohne der Droge kann ich nicht schlafen. Ohne der Droge kann ich nicht schmerzfrei sein. Ohne der Droge habe ich immer Angst oder bin depressiv oder was auch immer. Ja? Nehmen Sie zum Beispiel depressive Menschen. Viele von uns leiden immer wieder mal an Depressionen. Jetzt nehmen wir eine Droge wie Kokain. Ja, natürlich hilft das für ein paar Stunden, dass wir uns nicht depressiv fühlen. Natürlich, wenn wir Kokain nehmen, dann fühlen wir uns für ein paar Stunden glücklich, obwohl wir eigentlich depressiv sind. Ja? Aber das Problem ist eben, dass das Gehirn dann lernt, ohne Kokain kann ich gar nicht normal sein. Ja? Das heißt, die Frage ist, setze ich das als Werkzeug ein? Es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht so tun, sondern die einfach mehr oder weniger zufällig in eine Suchterkrankung rutschen. Nehmen Sie Kinder, die rauchen. Die meisten 15-Jährigen, die rauchen, rauchen nicht, weil ihnen die Zigarette schmeckt, sondern sie rauchen, weil die Freunde rauchen. Ja? Das heißt, die fangen an zu rauchen, weil die Freunde rauchen und sie machen halt mit. Und wenn das nur lange genug so geht, werden sie nikotinsüchtig werden. Aber sie haben damit eigentlich nicht jetzt irgendein anderes psychisches Defizit damit versucht zu kompensieren, sondern sie sind einfach in die Sucht hineingerutscht. Das gibt es schon auch. Ja? Aber das ist eben die Frage. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, wir versuchen auch herauszufinden, warum hat der überhaupt mit dieser Sucht begonnen? Hat er damit irgendein anderes Problem versucht zu behandeln, im Sinne der Selbstbehandlung? Das ist auch bei vielen Jugendlichen so, nicht bei allen, aber bei vielen. Viele Jugendliche, die ängstlich sind, die sozialphobisch sind, also die sehr extrem schüchtern sind, krankhaft schüchtern sind, die merken, in der realen Welt habe ich Angst, wenn ich auf neue Menschen zugehen muss, aber im Internet nicht. Weil im Internet habe ich ein tolles Foto von mir auf Facebook, ich schaue zwar nicht wirklich so aus wie der, aber das schaut gut aus und im Internet kann ich mich beschreiben, wie ich will und da kann ich mit sehr wenig Angst neue Menschen kennenlernen. Ja? Das heißt, da verwende ich das Internet eigentlich, um eine soziale Beeinträchtigung, um eine soziale Behinderung zu kompensieren. Ja? Und diese Dinge muss man verstehen, wenn man Menschen helfen will. Weil wenn Sie das nicht verstanden haben, dann können Sie von der Person gar nicht verlangen, aufzuhören mit seiner Sucht. Weil wenn er aufhört, wird es bedeuten, er hat wieder Angst, er ist wieder einsam, er ist depressiv. Verstehen Sie? Also was steckt dahinter? Das ist quasi diese individuelle Ebene. Und dann gibt es noch dieses Thema der Kultur, der Umwelt, des sozialen Umfeldes sozusagen. Ja? Da spielen so Dinge eine Rolle wie verfügbar ist ein Suchtmittel. Natürlich werde ich eher süchtig, wenn etwas ständig verfügbar ist. Na? Wenn 15-Jährige sich Zigaretten kaufen können, na, dann werden sie auch süchtig davon werden. Wenn sie aber nicht kaufen können, Zigaretten, weil die verboten sind oder erst ab 21 erlaubt sind, ja, dann werden sie halt auch keine Zigaretten bekommen. Natürlich finden Jugendliche immer einen Weg, irgendwo eine Zigarette herzubekommen, weil es macht ja auch spannend, wenn was verboten ist, das verstehe ich schon. Natürlich finden sie dann über 7 Freunde jemanden, der dann eine Zigarette hat und sagt, jetzt tut jeder von uns einmal an der Zigarette quasi anziehen. Natürlich ist es spannend für Jugendliche, ist auch okay, ja? Aber süchtig werden die nicht. Weil ich werde nicht süchtig, wenn ich einmal im Monat an einer Zigarette anziehe. Sondern süchtig werde ich nur, wenn ich meine eigene Zigarettenpackung habe und jeden Tag konsumiere. Also das heißt, die Verfügbarkeit spielt eine sehr, sehr große Rolle und da müssen wir uns beim Thema Internet fragen, wie können wir denn da die Verfügbarkeit einschränken? Weil das ist ja bei anderen Mitteln im Vergleich einfach, oder? Wir können sagen, eine Altersgrenze können wir festlegen oder wir können sagen, wir verbieten es komplett, die Droge. Ja? Das ist noch relativ einfach. Oder wir können sagen, in Restaurants darf nicht geraucht werden zum Beispiel, ja? Oder beim Autofahren darf nicht Alkohol getrunken werden. Das ist alles relativ einfach. Aber was machen wir mit dem Internet? Wie können wir das beschränken? Nämlich, wie können wir es als Eltern beschränken? Da gibt es diese Software, die Sie angesprochen haben. Wie können wir es als Gesellschaft steuern, wer wie viel konsumiert im Internet? Da rede ich hauptsächlich von Kindern. Wie können wir das kontrollieren? Wie können wir das steuern? Ja? Ich sage Ihnen ein Beispiel. In Österreich dürfen nur jene Firmen Glücksspiele anbieten, die eine Lizenz dafür haben. Glücksspiele wie Roulette, wie Poker, wie Blackjack dürfen nur jene Firmen anbieten, die eine Lizenz vom Staat haben. Das gilt auch online. Auch online
darf theoretisch in Österreich keine Firma Online-Poker oder Online-Roulette anbieten, der nicht in Österreich eine Lizenz dafür hat. Aber wie ist die Realität? Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende russische Firmen oder Firmen, die auf Malta ihren Sitz haben oder sonst irgendwo auf der Welt, die online auch in Österreich Glücksspiele anbieten. Jetzt sagt der Staat, ja, aber das kann man ja nicht kontrollieren. Internet kann man nicht kontrollieren. Das stimmt gar nicht. Nehmen Sie Amerika, jetzt kann man über Amerika schimpfen, so viel man will. Amerika kontrolliert auch den Online-Markt für Glücksspiele. Sie können in Amerika keine Glücksspiele aus Russland spielen. Natürlich gibt es da auch wieder Wege über Darknet und so, das verstehe ich schon alles. Aber der normale 18-Jährige, der sich da nicht auskennt, kann keine Glücksspiele spielen online in Amerika. Ja, das heißt, man kann sogar das Internet beschränken. Und es macht manchmal auch Sinn. Natürlich ist es auch ein gefährliches Thema, wenn es um Zensurierung und Meinungseinschränkung geht, aber manchmal macht es auch Sinn, wenn es um Suchtmittel geht. Dann spielt natürlich Konsumkultur eine Rolle. Na? Wenn zum Beispiel Zigaretten und später wird es ja in dieser Tagung auch noch einen Vortrag über Zigaretten geben, da kann ich leider nicht dabei sein, was mir sehr leid tut. Aber natürlich, wenn wir eine Kultur schaffen, wo jeder glaubt, Rauchen ist sexy, dann werden halt mehr Menschen rauchen. Verstehen Sie, wenn jeder Hollywood-Schauspieler in den Filmen nur rauchend gesehen wird, wenn jeder Western-Cowboy, ja, ist Clint Eastwood nur mit Zigarette herumredet oder John Wayne, ja, natürlich rauchen dann die Menschen. Wenn wir aber eine Kultur schaffen, wo wir zeigen, nein, Rauchen ist weder sexy, noch cool, noch intelligent, noch sonst irgendwas, ja, dann wird es auch weniger Raucher geben. Das heißt, die Frage ist, wie verändern wir auch unsere Kultur? Und das gilt ja auch für den Mikrokosmos Familie. Die Frage ist zum Beispiel beim Esstisch, beim Mittagessen, ja, darf jemand das Telefon abheben, wenn es läutet? Ist es okay, wenn die Eltern ihr Handy am Tisch liegen haben beim Mittagessen? Ja? Und wenn wir von den Kindern verlangen, beim Mittagstisch da zu sein und sich auf die Familie zu konzentrieren, müssen es die Eltern ja auch. Also wir müssen eine Kultur schaffen, wo es normal wird, zum Beispiel im Restaurant, dass man eben nicht ständig beim Essen herumtut und fotografiert, sondern dass man sagt, man trifft sich zum Essen und das soll auch zum Essen sein. Es gibt übrigens einzelne Restaurants, die verbieten Handys. Ich kenne in Linz ein Café, ein Kaffeehaus, da steht oben Handys und Laptops unerwünscht. Ich finde das sehr entspannend. Sie können dort in Ruhe einen Kaffee trinken und es läutet nicht ständig weder Ihr eigenes Handy noch das von den anderen. Ja? Also es ist ja auch ein bisschen ein Selbstschutz manchmal. Ja? Dann haben wir das Thema Modeerscheinung, dann haben wir das Thema technischer Fortschritt. Natürlich, ich habe keine Zweifel, dass das Internet auch seine Vorteile hat. Gell? Also ich bin kein Gegner des Internets. Aber natürlich wird vieles leichter verfügbar. Und zwar nicht nur das Problem der Internetsucht. Ich habe auch vorher das Beispiel genannt, das Problem des Online-Pokers oder Online-Roulettes. Ja? Aber nehmen wir das Beispiel Einkaufen. Ja, früher hat es auch kaufsüchtige Menschen gegeben. Das kann übrigens tatsächlich süchtig machen. Aber die Kaufsüchtigen haben wenigstens warten müssen bis Montag in der Früh, weil am Sonntag waren die Geschäfte zu. Ja? Heute gibt es viel mehr Kaufsüchtige, weil sie können auch um 3 in der Früh einkaufen. Sie können auf der Toilette sitzen einkaufen. Sie können in der Arbeit sitzen und einkaufen, statt zu arbeiten. Ja? Sie können auch jetzt hier sitzen und einkaufen, wenn Sie wollen. Ja, wobei dann die Präsidentin wahrscheinlich einschreiten wird. Ja, vielen Dank. Aber das heißt, die Verfügbarkeit von sehr, sehr vielen Dingen sind explodiert. Vom Glücksspiel, vom Einkaufen, aber auch von Drogen. Sie können sich heute aus China Designerdrogen bestellen per Post zu Ihnen nach Hause. Der Staat hat ja überhaupt keine Chance, jede Postsendung von einem Drogenhund beschnüffeln zu lassen. Das passiert auch. Viele Menschen gehen gar nicht zum Straßendealer und kaufen sich dort ihre Drogen. Die bestellen sich Spice zum Beispiel. Spice sind künstliche Cannabinoide, also so etwas Ähnliches wie Marihuana, aber künstlich im Labor hergestellt. Die bestellen sich das über Darknet aus China und es kommt per Post nach Hause geliefert, wie die Pizza. Ja, ist doch wunderbar. Ja? Oder wie Bücher, die Sie auf Amazon bestellen. Also das heißt, es ist die Verfügbarkeit von vielen Suchtmitteln durchs Internet gestiegen und insofern dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn mehr Menschen betroffen sind davor. Ja, die Frage ist, da bin ich jetzt kein Experte, aber die Frage ist trotzdem am Ende, wie können wir das einschränken? Ja, wie können wir verhindern, dass man sich per Post aus China Drogen bestellen kann? Ja? Okay, das sind so die Faktoren. Das heißt aber, das biopsychosoziale Modell sagt auch, nämlich auch uns Medizinern, Ihnen war es vielleicht vorher auch schon klar, aber uns nicht, es sagt uns Medizinern, wenn wir Menschen tatsächlich medizinisch behandeln wollen, müssen wir sie ganzheitlich sehen. Ja? Und wenn wir Menschen nicht ganzheitlich psychiatrisch betreuen,
dann haben wir sie gar nicht betreut. Also das ist sozusagen die Message. Das heißt, wir müssen uns in der Psychiatrie, ich bin ja Psychiater, ich rede jetzt nur von Psychiatern, ja, wir müssen uns anschauen, welche Probleme hat der noch außer seine Sucht. Der ist vielleicht heroinsüchtig oder internetsüchtig, aber hat auch noch vielleicht eine Depression oder hat er Psychosen oder hat er Schmerzen. Viele Menschen werden opiatsüchtig, weil sie Schmerzen haben und vom Hausarzt Schmerzmittel bekommen. Ja? Wir müssen uns anschauen, was hat der noch für Probleme. Ja? Die sogenannten Komorbiditäten, also die anderen Erkrankungen, die dieser Mensch auch noch hat. Wenn ich sage, ich kümmere mich nur um die Suchterkrankung, weil ich bin nur da Spezialist und bei allem anderen kenne ich mich nicht aus, dann werde ich meinem Patienten nicht viel helfen können. Das zweite Thema ist das psychosoziale Modell. Also welche Konflikte hat der in seinem Leben, für die er irgendeine Lösung finden muss, wenn er ein stabiles Leben führen will. Das können familiäre Konflikte sein, können Konflikte am Arbeitsplatz sein, das können Konflikte sein wie Armut, ja, wie Obdachlosigkeit. Wenn wir uns nicht um diese Dinge kümmern, dann werden wir den Menschen von seiner Sucht nicht wegbekommen, auf Dauer. Ja. Und dann das Thema Nachsorge, habe ich schon gesagt, dass wir uns also auch nach der Behandlung schon kümmern müssen dafür, wo ist er später in Betreuung. Und Betreuung ist vielleicht das falsche Wort, weil wenn Sie sich so einen Verein wie Anonyme Alkoholiker anschauen, dann ist es ja keine professionelle Betreuung, sondern es sind Menschen, die das gleiche Schicksal teilen und sozusagen füreinander eine Stütze darstellen. Das heißt, anders gesagt, wohlwollende Beziehungsangebote machen. Verstehen Sie, was die Anonymen Alkoholiker machen? Der einzige Trick der Anonymen Alkoholiker ist wohlwollende Beziehungsangebote. Und so etwas müssen wir halt dann auch finden für das Thema Internet oder für das Thema Kaufsucht oder für das Thema Sexsucht oder was auch immer. Gut, ich weiß nicht, ob Sie diesen Herrn kennen. Das ist der Captain Alcohol. Den gibt es wirklich. Da können Sie im Internet nachschauen. Das ist eine Comicserie gewesen, die in den 50er Jahren von der kanadischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, weil damals Kanada bemerkt hat, dass die Eskimos, also die Inuit, viele von denen ein massives Alkoholproblem haben. Ja? Und dann hat man gedacht, wie schaffen wir es, quasi die Inuits von Alkohol wegzubekommen? Wir machen einfach einen Comic. Und dieser Captain Alcohol ist sozusagen ein Superheld, so ähnlich wie Superman, ja? Hat auch Wunderkräfte und ist unheimlich stark und so. Solange er nüchtern ist, ist er ein sehr gerechter Typ, sehr stark und sehr gerecht, so wie Superman. Ne? Aber wenn er betrunken ist, dann wird er sehr böse und aggressiv und er verliert auch noch seine Wunderkräfte, seine Zauberkräfte. Ja? Das heißt, wenn er betrunken ist, wird er dauernd geprügelt und wenn er nicht betrunken ist, dann ist er ein Superheld, der anderen hilft. Und ich meine, das ist natürlich eine sehr, aus meiner Sicht, kindliche Herangehensweise, zu glauben, man kann eine Bevölkerung durch einen Comic sozusagen vom Alkohol wegbekommen. Man könnte sagen, okay, immerhin, besser als nichts, aber in Wirklichkeit hätte man sich darum kümmern müssen, was die Inuit wohl für psychosoziale Probleme haben, wenn man sie vom Alkohol wegbekommen will. Ein ähnliches Problem haben die Aborigines in Australien, soweit ich weiß, oder die Indianer in Amerika. Ja? Oder generell Randgruppen. Viele Randgruppen haben das Problem, dass sie psychosozial an die Ecke getrieben werden und dann wundert man sich, dass die alle süchtig werden. Ja? In Linz, wo ich herkomme, in Österreich, gibt es unheimlich viele Türken, die glücksspielsüchtig sind. Ja, ja, nur nah. Na, die bekommen kaum Arbeit, sind meistens verarmt. Ja? Da braucht man sich nicht wundern, dass die süchtig werden. Und Alkohol trinken dürfen es viele nicht aufgrund des Islams, also werden sie glücksspielsüchtig. Dürfen es eigentlich im Islam übrigens auch nicht, aber ist halt so. Gut, jetzt noch ein paar Buchtipps für Sie, wenn ich Ihnen welche mitgeben darf, falls Sie noch offline lesen. Ich muss gemeinerweise sagen, das sind jetzt nur Buchtipps im deutschsprachigen Raum. Aber ich bin mir sicher, dass es im englischsprachigen Raum oder in anderen Ländern auch gute Bücher gibt. Aber das sind für den deutschsprachigen Raum jetzt Bücher. Das ist Manfred Spitzer, das ist auch ein Psychiater, allerdings ein viel besserer Psychiater wie ich in Deutschland, der sehr, sehr viele Bücher über das Thema Internet und Internetsucht und auch die Auswirkungen von Internet auf kleinen Kindern zum Teil geschrieben hat. Im Gegensatz zu mir, ich bin ja kein Forscher, ich rede ja nur nach, was andere schon geredet haben. Der ist ein wirklicher Forscher, das heißt, der macht selber sehr, sehr viele Studien, auch über das Thema Kinder und Internet zum Beispiel, und hat wirklich tolle Studien publiziert und er schreibt sehr spannende Bücher. Seine Bücher sind voll mit Studien, mit wissenschaftlichen Studien, aber er beschreibt die Studien so einfach, dass es sogar ich verstehe und wenn ich es verstehe, verstehen Sie es auch. Also das Buch kann ich sehr empfehlen, wenn jemand wirklich Studien kennenlernen will über das Thema Internet und Kinder und Jugendliche. Das ist ein Buch von einem Österreicher, Dr. Eiselsberg, der ist eigentlich ein Sozialforscher, also ein Markt- und Meinungsforscher und der hat die ganzen Daten, die in Österreich in den letzten 10 Jahren zum Thema Kulturwandel durch Internet erhoben wurden, hat er zusammengefasst. Aber keine psychologischen oder medizinischen Studien,
Das meine ich nicht, sondern sozusagen Markt- und Meinungsanalysen der Bevölkerung. Ich sage ein Beispiel. In dem Buch war für mich auch neu, haben Sie verglichen, wie haben Menschen in Österreich vor 20 Jahren entschieden, wenn sie zum Arzt gehen, ob das ein guter Arzt ist oder ein schlechter Arzt ist? Und wie entscheiden Menschen heute, wenn sie zum Arzt gehen in Österreich, ob das ein guter Arzt oder ein schlechter Arzt ist? Das kann ich Ihnen jetzt sagen. Vor 20 Jahren war es so, man ist zum Arzt gegangen und wenn der sich viel Zeit genommen hat und mir Dinge so erklärt hat, dass ich es verstehe, bin ich davon ausgegangen, das ist ein guter Arzt. Und zwar egal, ob das stimmt oder nicht stimmt, was er sagt. Aber wenn ich das Gefühl hatte, er erklärt es mir so, dass ich es verstehe. Ja? Und er nimmt sich Zeit. Das waren die beiden Faktoren, wo die Österreicher gesagt haben, das ist ein guter Arzt. Wie passiert das heute? Menschen sind krank oder haben irgendein Problem, googeln zuerst im Internet, was könnte ich haben. Und dann lesen sie irgendwas. So, das werde ich wahrscheinlich haben. Dann gehen sie zum Arzt und wenn der Arzt das Glück hat, dass er genau das Gleiche sagt, was die Leute vorher schon im Internet gelesen haben, dann sagen sie, der kennt sich aus, ist ein guter Arzt. Aber wehe dem Arzt, der sagt was anderes, als die Leute vorher schon selber im Internet gelesen haben, dann gehen die Leute raus und sagen, der hat keine Ahnung. Ist doch spannend, oder? Also Sie sehen, also das ist ein Buch, das sich eben nicht mit Medizin jetzt in erster Linie als Wissenschaft beschäftigt oder Psychologie oder so, sondern einfach nur diese gesellschaftlichen Trends, die durchs Internet kommen, erfasst. Aber auch sehr, sehr locker zum Lesen. Das ist was, das kann man in einer Stunde lesen. Das ist ganz lässig. Das ist ein Buch von mir, aber trotzdem nicht so schlecht. Soweit ich verstanden habe, hat dieses Buch auch dazu geführt, dass ich eingeladen wurde heute. Da geht es hauptsächlich um Verhaltenssüchte, also Internet, Glücksspiel, Handy, Kaufsucht und solche Sachen. Übrigens daran, dass ich als Autor eingeladen wurde, merken Sie diese Verwechslung. Man glaubt, ein Arzt, der Bücher schreibt, ist auch ein Arzt, der sich gut auskennt. Okay? Aber macht nichts, ist halt so. Ja? Und das ist mein letztes Buch. Dieses Buch ist allerdings eine Selbsthilfeanleitung. Also für Leute, die sehr, sehr viel Internet konsumieren, speziell soziale Medien sehr viel konsumieren, haben ein Autor, der Ben Springer und ich, versucht, sozusagen sehr leicht lesbar mit vielen großen Bildern ein Buch zu gestalten, das auch Menschen lesen, die sonst keine Bücher lesen. Weil das ist ja das Problem gewesen bei meinem letzten Buch. Da haben mich viele angerufen und gesagt, ja super, dass Sie das geschrieben haben, ich bin genau Ihrer Meinung. Aber das waren eben Leute, die vorher auch schon meine Meinung waren. Aber die Leute, die das brauchen, die haben das nicht gelesen. Ne? Weil die Leute, die das brauchen, lesen meistens keine Bücher. Also nämlich das Thema Internetsucht zum Beispiel. Ne? Aber das ist eben speziell ein Buch für junge Menschen, die sonst nicht gewöhnt sind, Bücher oder lange Texte zu lesen, weil sie nur die 140 Zeichen von Twitter gewöhnt sind oder so. Sehr viele Bilder, sehr viele kleine Scherzchen und so. Und eben eine Ausstiegshilfe aus dem Internet. Gut, vielen Dank, Dankeschön.